Hallo, willkommen zurück auf rosinsight.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir das ASRock Z390 Extreme 4 Motherboard. Das Z390 Motherboard ist heute erst erschienen und unterstützt Intel LGA 1151 V2 Prozessoren. Es kann sogar schon mit dem ganz neuen Intel 9000 Core 9000 Prozessor bestückt werden, der erst in ca. 14 Tagen erscheinen wird. Wir testen das Mainboard mit einer Intel Core i7 8700K CPU. Dazu kann das Mainboard bestückt werden mit bis zu 4 DDR4 Modulen. Es bietet zwei Ultra M2 Slots. Der untere Ultra M2 Slot ist sogar mit einem Kühlkörper versehen. Das heißt, auch die ganz schnellen NVMe SSDs, die eine hohe thermische Entwicklung haben, können hiermit super verwendet werden. Das ist natürlich eine tolle Sache. Dann haben wir noch die RGB-Anschlüsse, zwei 12 Volt RGB-Anschlüsse und einen zusätzlichen adressierbaren RGB-Stripe-Anschluss 5 Volt. Dazu haben wir schon mal ein Video gezeigt hier im YouTube-Channel auf rosinsight. Und zwar kann man da jede einzelne RGB-LED ansteuern. Gibt natürlich tolle Effekte. Hier haben wir noch zwei USB 3.1 Gen 1 Anschlüsse, den ganz neuen Frontpanel Type-C Anschluss für USB 3.1 Gen 1. Dann bietet das Mainboard am I/O-Panel bereits 4 USB 3.0 bzw. 3.1 Gen 1 Ports, einen PS2-Anschluss, DisplayPort, HDMI-Port, VGA-Port. Dann gibt es zwei USB 3.1 Gen 2 Anschlüsse, einmal Typ C und einmal Typ A. Darüber ist der 1 Gigabit LAN-Port zu sehen. Und das Mainboard verfügt über 5 Klinkenbuchsen sowie den optischen Digitalausgang für Sound. Ja, wie das Mainboard abgeschnitten hat, wie die OC-Ergebnisse sind, wie die Benchmark-Ergebnisse sind, das zeigen wir jetzt im Test auf rosinsight.de. Wünschen weiterhin viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!